wirklich laut gewesen. Aber wie entstehen überhaupt die Donner bei so einem Gewitter? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von So funktioniert Wetter. In der heutigen Folge möchte ich euch einmal erklären, wie eigentlich der Donner bei so einem Gewitter entsteht. Also schön dranbleiben meine Lieben, nach dem Intro geht's weiter. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie unser Wetter funktioniert? Dann seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Willkommen bei So funktioniert Wetter. Das neue Format bei Ludo Produktion. Wir hören ja beim Blitz immer, also kurz nach dem Blitz, hören wir ja immer einen lauten Knall. Dies, meine Lieben, ist der sogenannte Donner. Dieser Donner kann je nach Intensität und wirklich Schalllautstärke, kann er wirklich auch Fensterscheiben zerbersten. Und das ist nicht von irgendwo hergezogen, das ist mir selber tatsächlich schon passiert. Und zwar damals in dem Haus von meinen Eltern, wo ich gewohnt habe, da gab es so einen lauten Knall nach einem Blitzeinschlag. Und ja, der Donner hat es wirklich geschafft, die Scheibe zu Bruch zu bringen. Und ja, das Wort Donner stammt aus dem lateinischen, stammt von dem lateinischen Wort tonare ab, und dies bedeutet laut krachen, laut ertönen. Und wie genau entsteht jetzt so ein Donner? Dies möchte ich euch anhand einer Darstellung und einer Animation einmal genauer erklären. Kommen wir zuerst zur Darstellung. Unsere Luft besteht aus einzelnen Molekülen, nämlich Sauerstoffmolekülen und Stickstoffmolekülen, und zusammen mit anderen Gasen bilden sie die Luft. Und ich habe euch nun viele Moleküle hier dargestellt anhand von einem Bällebad, und die sollen euch jetzt nun zeigen, was mit der Luft passiert, wenn sich ein Blitz bildet. Ich werde jetzt mit meinen Armen in das Bällebad reingehen und werde euch nun demonstrieren, was passiert, wenn es blitzt. Achtung, jetzt dehnt sich die Luft schlagartig aus, und da es viele einzelne Moleküle sind, stößt das eine den anderen an und immer so weiter und weiter. Und das Ganze ist eine mechanische Druckwelle, da es eben einzelne Moleküle sind, die sich anstoßen, und diese Druckwelle kommt dann als Donner bei uns in die Ohren. Der Donner ertönt für uns bekanntlich nach einem Blitz. Der Blitz kann sich schlagartig auf über 30.000 Grad erhitzen, und da dies so schnell passiert, dehnt sich auch schlagartig die Luft, die um den Blitzkanal drumherum ist, aus. Um es sichtbar und verständlich zu präsentieren, habe ich euch diese Darstellung erstellt. Man kann nun sehr gut erkennen, wie sich nach dem Blitzschlag die Druckwelle, die man so in der Art eigentlich nicht erkennen kann, in sämtliche Richtungen ausweitet. Man kann auch sogar anhand des Donners feststellen, wie weit man circa von dem Gewitter entfernt ist. Viele Menschen fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso hört man den Donner nicht direkt genau zu dem Zeitpunkt, wo auch der Blitz erscheint. Das liegt nun mal daran, dass die eben erwähnte Druckwelle eine gewisse Zeit braucht, um vom Blitz aus bis in eure Ohren zu gelangen. Doch wie findet man jetzt die Entfernung zum Gewitter raus? Nehmen wir an, es blitzt genau jetzt, und wir zählen genau 10 Sekunden, bis der Donner ertönt. Dann ist das Gewitter ca. 3,3 Kilometer von euch weg. Und das rechnet man genau so. Das Licht vom Blitz ist ca. 1 Million Mal schneller als der Schall vom Donner. Der Schall vom Donner legt ca. 330 Meter pro Sekunde zurück. Also nehmen wir die 10 Sekunden mal 330 Meter, und das sind dann gleich 3,3 Kilometer. Und so misst man dann die ungefähre Entfernung zum Gewitter. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein für euch kostenloses Abo abschließen und auch das Glöckchen rechts klingeln lassen. So werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr verpassen. In der nächsten Folge am kommenden Sonntag möchte ich euch gerne erklären, wie ein Tornado entsteht und auch welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, damit so ein Wirbelsturm überhaupt den Boden erreichen kann. Wenn euch auch diese Folge wieder interessieren sollte, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall im nächsten Video wieder einzuschalten. Und ich bin auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Auf jeden Fall wollte ich noch eine Sache erwähnen. Wenn es Gewitter gibt, solltet ihr euch auf keinen Fall da aufhalten, wo ich gerade dieses Video aufnehme. Weil dies kann für euch auf jeden Fall sehr gefährlich werden. Blitz und Donner im Wald. Ja, da, lasst es am besten. So, und jetzt bin ich auf jeden Fall raus, meine Lieben. Macht es gut, euer Patrick von Lidom Produktion, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, auf Wiedersehen.